Ja, lass uns heute gemeinsam wieder die Perspektive studieren, hier an einem praktischen Beispiel, damit es nicht zu theoretisch immer ist. Ich war zu Besuch im Design Outlet Center in Worcester, Mike, und lass uns jetzt mal, bin hier lang geschlendert, habe einige Fotos gemacht und habe gesehen, das eignet sich sehr gut, um die Perspektive zu erklären. Also, lass uns direkt einsteigen. Du siehst, ich habe hier was vorbereitet. Das werde ich jetzt erstmal ausblenden, damit wir erstmal zu den Erklärungen kommen können. Ja? Du siehst hier, wir haben hier die Horizontlinie, ja, die weiße Linie ist hier unsere Horizontlinie. Das heißt, ich stehe hier davor. Ja, hier ist meine Augenhöhe. Ich schaue in diese Richtung und ein Riese hätte ungefähr die Horizontlinie hier. Ja, also ein sehr, sehr großer Mensch. Oder auch ein Vogel, der fliegt. Ja. Ein Frosch hätte die Horizontlinie sehr, sehr tief. Ja, und demzufolge würde sich die Perspektive verändern. Also ist hier die Horizontlinie, hier unser Fluchtpunkt. Hier geht es noch zu einem weiteren Fluchtpunkt, weil ich habe die mal Fluchtpunkt, hier den Fluchtpunkt können wir noch die 1 hier reinschreiben. Ich habe hier mal 1 und 2 genannt. Natürlich gibt es mehrere Fluchtpunkte. Wir wollen uns aber erstmal mit diesen beiden befassen. Du siehst, die Gebäude stehen hier in der Übereckperspektive vor mir. Ja, also so Misch zwischen Frontal und Übereck. Aber das soll jetzt nicht so wichtig sein, sondern es geht erstmal um das Grundverständnis, um die Ausrichtung. Ja? So, also du siehst zum Beispiel hier, die Gehwegplatten haben alle ein bestimmtes System und laufen in diesen Fluchtpunkt rein. Ja? Also ich zeichne das mal hier ein. Du siehst, hier stehe ich davor, deswegen ist es geht es genau zum Fluchtpunkt. Hier siehst du, die Linien gehen schon mehr in die Richtung, werden schon schräger, also sie laufen, sie konvergieren alle zu diesem einen Fluchtpunkt hin. Der Fluchtpunkt ist da, weil ich hier diese Position habe, diese Größe habe, daraus ergibt sich die Horizontlinie. Ja? Also der Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gehen halt diese Platten, diese Fugen, halt, ich mache mal ein bisschen genauer, dass es nicht so ungleichmäßig wirkt. Du siehst hier, wenn wir hier weitergehen, gehen diese Fugen hier schräger. Ja? Und laufen immer alle in diesen Fluchtpunkt rein. Ja? So, das Gleiche können wir hier von hier oben machen. Du siehst, auch das Gebäude hier, was weiter hinten ist, dieser ganze Gebäudezug, ja, der in einer Linie angeordnet ist, geht in diese Richtung des Fluchtpunkts. Wenn du kleine Abweichungen siehst, das sind alles Fotos mit der Kamera gemacht, ja, und die Linse verzerrt immer auch ein bisschen. Hier geht es erstmal um die Gesetzmäßigkeit, nicht um eine 100%ige Genauigkeit, also um das grundsätzliche Verständnis. Ja. Schauen wir uns weiter die linke Seite an. Du siehst hier, diese Kante des Mauerwerks geht auch in den Fluchtpunkt rein. Die nächste auch. Und du siehst wahrscheinlich auch die Gesetzmäßigkeit dahinter, dass die steil und immer flacher werden, wie so ein Fächer. Und hier unten diese Linie, die werde ich mal mit Weiß reinzeichnen, dass du die besser siehst, geht in diese Richtung. Ja? Alles, was auf dieser Seite ist, läuft wieder hin. Ja? Also über der Horizontlinie fallen die Linien ab. Unter der Horizontlinie steigen die Linien auf. Und auch diese Gebäudelinie, hier die Grenze von den, ein bisschen genauer, geht auch Richtung dieses Fluchtpunkts. Ja. Und hier steigt es auch wieder auf. Ja. Man hat ja immer so markante Linien in so einer Zeichnung. Ja. Die Türen folgen wieder anderen Gesetze.
Gesetzen. Damit wollten wir uns jetzt erstmal nicht befassen. Es geht aber erstmal um das Grundverständnis der Perspektive. So, du siehst die linke Seite. Auch hier, das Märchen, habe ich ja weiß, du siehst hier, na, schwarz eignet sich, glaube ich, doch etwas besser. Du siehst hier diesen Gullideckel und der hat eine ovale Form, ja, keine runde, weil wir ihn von der Seite sehen. Eine rund wäre, wenn wir von oben rauf schauen, und wenn wir von der Seite rauf schauen, hat er halt dieses Oval. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. Diese Ellipsenform. Ja. Und wenn wir uns den Gully hier mal anschauen, ich mache mal kurz ein bisschen kürzer, du siehst auch selbst diese Linien hier, ja, gehen auch in Richtung des Fluchtpunkts. Ja. Kleiner noch am Rande, wenn man sowas zeichnet, siehst du hier die Fugen sind ziemlich groß und deutlich sichtbar, weil sie mir sehr, sehr nahe sind. Je weiter die Fugen weggehen, je unsichtbarer werden sie. Ja? Also nicht sichtbar von dieser Position. Das heißt, so bekommen wir Tiefe in unsere Zeichnung. Hier ist alles sehr, sehr deutlich und nach hinten hin wird es undeutlicher. Also auch immer wieder daran denken, Perspektive festlegen, Licht und Schatten festlegen und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal um die Perspektive weiter. So, lass uns mal, schau mal, selbst wenn wir uns die Wolken hier ein wenig angucken, machen so den Eindruck, als wenn sie auch in diese Richtung so kommen. Ja, erstaunlich. Ja. Nicht alle, weil es ist eine organische Form, eine lebendige, aber es läuft so in die Richtung. Ja, also wir erkennen schon mal ein Muster. Okay, beschäftigen wir uns mit der rechten Seite. Du siehst, dieses Gebäude hier hat auch diese Schräge hin zu unserem Fluchtpunkt. Auch diese Dachkante oben läuft hier rein. Und diese Dachkante läuft auch rein. Ja, alles hin zu diesem Fluchtpunkt. So, jetzt kommen wir hier mal. Auch diese Seiten laufen Richtung Fluchtpunkt. Ja, sie treffen sich alle hier in diesem Zentrum unserer Aufmerksamkeit. So, noch was Wichtiges. Also, die Linien der Gebäude sind senkrecht und bleiben auch senkrecht in dieser Ansicht, weil wir weder eine Frosch- noch eine Vogelperspektive haben. Ja, Froschperspektive von unten, Vogelperspektive von oben. Ja. Steht ungefähr so vor uns das Gebäude. Ja. Zeige ich gleich nochmal. So, du siehst auch, dass ich spreche nochmal über die Horizontlinie, dass die Horizontlinie hier in die Mitte, dass ich die in die Mitte gesetzt habe. Du siehst, hier fällt es ab zum Fluchtpunkt und hier steigt es auf zum Fluchtpunkt. Also muss hier in der Mitte die Horizontlinie liegen. Hier ist es relativ leicht zu erkennen an dem Beispiel. Warum? Weil man hier diese Linien schon vorgegeben hat. Hat man nicht an allen Gebäuden. Manchmal sind sie auch nicht gerade bei Fachwerk etc. Ja? So, okay. Also die Senkrechten bleiben senkrecht. Auch hier sind die Senkrechten senkrecht. Ja? Also immer wieder daran denken, dass es erstmal unsere grundsätzlichen Dinge sind. Ja? Dass wir hier Würfel vor uns haben und die in dieser Frontalperspektive praktisch alle senkrecht bleiben. Die winken praktisch nicht ab. Auch wenn du es manchmal auf Fotos siehst, ja, dann sind die Fotos halt sehr, sehr stark verzerrt. Ja? Aber Näheres erkläre ich ja in meinem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, wo wir alle Perspektiven gegenüberstellen. Den Link findest du unten in der Beschreibung, also schau gern vorbei. Weiter geht's. Also nochmal etwas zu dem Gebäude hier. Du siehst, ich habe hier geschrieben zum Fluchtpunkt 2. Ja? Also, damit meine ich das Gebäude hier. Na, ich brauche wieder. So. Die Kante ist ja verdeckt und die geht auch nach unten hier. Ja? Und die treffen sich dann hier außerhalb des Bildes in den Fluchtpunkt 2. Ja?
weil es ja ein Gebäude ist, was wir direkt vor uns haben. Ja, so ungefähr, wir sehen die Seite und die rechte und die linke Seite, Fluchtpunkt 1 zum Fluchtpunkt 2, auf der gleichen Horizontlinie in unserem Bildausschnitt hier. Ja. So, wenn wir jetzt das Haus hier noch auf die Horizontlinie haben wollten, müsste das so schräg sein. Ja, das würde einfach viel zu verzerrt sein, dann müsste der ganze Würfel viel weiter sich rumdrehen. Also das funktioniert so nicht, nehmen wir gleich wieder raus. So, also der Würfel steht sozusagen, das Haus, was man als Würfelquader bezeichnen kann, steht sozusagen hier drin. Ja? So, also ich zeige das nochmal hier oben. Wir haben hier die Horizontlinie, ich ziehe das einfach mal nach oben und haben hier dann unseren Quader, unser Häuschen, die Seite, ich mache mal ein bisschen länger, geht nach hier. Das wäre jetzt eine neue Bildebene und die Seite will ich bloß zeigen, weil es hier verdeckt ist durch den Aufsteller, würde nach hier gehen. Ja? Damit du es nochmal siehst. Aber die Fluchtpunkte hier unten liegen halt außerhalb des Bildes. Ja? So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Du siehst in dieser Ebene, wenn man das ganze Bild betrachtet, denkt man, das ist ja komisch, das passt gar nicht so richtig rein hier. Genau, deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt hier kurz eine extra Ebene auf. Denn wenn wir hier oben jetzt was reinzeichnen würden, dann müsste das ungefähr so aussehen. Ja? Ja, also, dass wir das von unten sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein fliegender Quader. Ja, dann würde es wieder einen Sinn machen. Also wenn da oben irgendwas schwebt beispielsweise. Okay. So, hier hinten haben wir auch noch ein Haus. Oh, ein kleineres und du siehst auch, dass hier diese Linie selbst hier zum Fluchtpunkt geht. Und hier hinten die Gebäude, ja, die am Ende der Straße wieder quer stehen, ja, die sind praktisch gerade, die stehen einfach nur gerade vor uns. Ja. Warum? Weil sie parallel zur Bildebene stehen, die stehen praktisch so. Ja, die hinteren Gebäude, also die Querstraße, die hier hinten noch kommt. Die Gebäude stehen so, die auf der linken Seite stehen so und die hinteren Gebäude stehen halt vor uns. Ja, also die ganz kleinen hier. Weißt du, was ich meine? Also du siehst, so kann man sich sehr gut eine Szenerie erschließen und sie auch verstehen und auch einteilen. Ja? So kann man praktisch mit den Konstrukten anfangen und das ist ganz wichtig. Ja? Die Systeme greifen auch in der Natur. Also nicht denken, jetzt haben wir so eine langweilige Szene hier. Nein, es dient erstmal zur Veranschaulichung und je einfacher die Formen zu erkennen sind, je schneller wird das klarer, was eigentlich hier passiert. Ja, ja. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du jemanden kennst, den das Video interessieren könnte, der Probleme bei der Perspektive hat, teile das Video unbedingt. Und wie gesagt, alles Weitere findest du, wenn du tiefer einsteigen willst, unten in der Beschreibung. Und hier oben habe ich dir die Playlist nochmal verlinkt. Da geht es weiter zum Thema Perspektive, also unbedingt auch nochmal vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal hier auf Schmitz Zeichenwelt.